Hallo liebe werdende Mama, in diesem Video möchte ich dir gerne etwas über das immer wieder aufkommende und heikle Thema Alleingeburt erzählen. Dieses Video soll dir also den allgemeinen Begriff Alleingeburt erklären. Ich möchte dir gerne erzählen, welche Arten der Alleingeburt es gibt und wie eine Alleingeburt in der Regel abläuft und dir einige Gründe nennen, warum Frauen sich manchmal ganz bewusst für eine Alleingeburt entscheiden. Dieses Video ist kein Aufruf zu einer geplanten Alleingeburt, noch soll sie die Komplikationen, die auftreten können, verharmlosen. Es handelt sich hierbei um ein reines Informations- und Wissensvideo für dich. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Meine zweite Geburt, die Geburt meiner Tochter, war im November 2018 als Hausgeburt geplant und endete in einer ungeplanten Alleingeburt. Unsere Hebamme ist dann 5 Minuten nach der Geburt dazugestoßen. Sie hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Aus unserer Hausgeburt wurde eine ungeplante Alleingeburt. Was versteht man unter dem Begriff Alleingeburt? Wenn man den Begriff in der Literatur nachschlägt, steht dort Folgendes: Eine Hausgeburt, bei der weder eine Hebamme noch anderes medizinisches Personal anwesend ist. Das bedeutet also, dass die Gebärende bei der Geburt nicht zwingend komplett alleine ist. Das Alleinsein bezieht sich hier auf die Abwesenheit einer ausgebildeten Fachperson. Oftmals ist aber der Partner dabei, vielleicht eine Freundin oder jemand anderes zur mentalen Unterstützung. Manche Frauen entscheiden sich bei ihrer Alleingeburt aber auch ganz bewusst dafür, wirklich komplett alleine zu sein. Sie ziehen sich, sobald die Geburt losgeht, zurück. Manchmal mit dem Partner oder einer anderen Person in Rufweite. Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Arten der Alleingeburt: die geplante Alleingeburt und die ungeplante Alleingeburt. Zu einer ungeplanten Alleingeburt kann es aus unterschiedlichen Gründen kommen. In der Regel sind die werdenden Eltern zu spät losgefahren Richtung Krankenhaus oder Geburtshaus, oder sie haben, wie in meinem Fall, die Hebamme zu spät informiert, dass sie losfahren soll, um die Hausgeburt zu unterstützen. Ob es sich um die erste, zweite oder dritte Geburt handelt, ist meist relativ egal, da sich jede Geburt anders anfühlt und entwickelt. Die Länge der Geburten variieren von Geburt zu Geburt. Man kann zum Beispiel nicht pauschal sagen, dass jede weitere Geburt ein wenig schneller verläuft und man eher los muss bzw. die Hebamme eher informieren sollte. Sollte die Geburt nun ohne Bemerken der Gebärenden tatsächlich so schnell voranschreiten, dass eine Fahrt ins Krankenhaus schon nicht mehr möglich ist, kommt das Baby ohne Hebamme oder Arzt zu Hause zur Welt. Eine Möglichkeit der ungeplanten Alleingeburt. War eine Geburt im Krankenhaus geplant, sollte man in diesem Fall einen Krankenwagen rufen und erwähnen, dass ein Kinderarzt mitkommen sollte, wenn es möglich ist. Plazentageburt und U1 können dann im Kreissaal durchgeführt werden. Eine andere Art der ungeplanten Alleingeburt kann eine geplante Hausgeburt sein, zu der die Hebamme zu spät gerufen wurde. Auch das kann manchmal passieren. Vor allem bei einer geplanten Hausgeburt fühlt die werdende Mama sich in ihrer gewohnten Umgebung sicher und geborgen. Die Wellen kommen mir unter Umständen noch gar nicht so intensiv vor. Sie nimmt typische Zeichen im Geburtsverlauf durch das Wohlfühlen vielleicht nicht richtig wahr. Das kann schnell dazu führen, dass man die Wirksamkeit der Wellen unterschätzt und die Geburt schon weiter vorangeschritten ist als angenommen. Wird die Hebamme dann zu spät informiert, kann es passieren, dass sie es nicht mehr zeitig zur Geburt schafft. Für die Geburt der Plazenta, die U1 und die Untersuchung der Mama ist sie dann aber vor Ort. So oder so in etwa verlaufen ungeplante Alleingeburten ab. In solch einem Fall ist meist nur der Partner da, der alle Aufgaben neben seiner eigentlichen so gut wie möglich übernehmen muss. Kommen wir jetzt, nachdem ich dir über die ungeplante Alleingeburt erzählt habe, zur geplanten Alleingeburt. In Deutschland ist diese Art der Geburt recht unbekannt und wird nur von einem sehr kleinen prozentualen Anteil an Frauen in Erwägung gezogen. Eine der bekanntesten Alleingeburtsmamas ist Sarah Schmidt. Sarah ist Mama von 8 Kindern und hat 7 davon alleine auf die Welt gebracht. Die letzte Geburt mit Zwillingen. Hier eine kleine Erklärung, warum sich einige Frauen ganz bewusst für eine Alleingeburt entscheiden. Heutzutage ist eine Geburt im Krankenhaus in unserer westlichen Kultur Standard. Routinierte Abläufe, zeitliche Vorgaben und gehetztes Personal sind hier leider an der Tagesordnung. Manche Erstgebärende ist von vornherein durch diesen Gedanken abgeschreckt. Manche Frauen haben negative Erfahrungen bei der ersten Geburt oder der ersten und zweiten Geburt gemacht und wollen eine solche Erfahrung nicht noch einmal machen bzw. erst gar nicht erleben. Aber auch hier teilt sich der Grund für eine Alleingeburt noch einmal. Auf der einen Seite gibt es die Frauen, die möglicherweise für die vorherige Geburt in das einzige Krankenhaus im Umkreis von 1,5 Stunden gefahren sind, um ihr Kind zu gebären.
Das nächste Geburtshaus wäre noch weiter weg und Hausgeburtshebammen gibt es vielleicht eine, wenn überhaupt. Sollte hier feststehen, ich gehe für die nächste Geburt auf keinen Fall ins Krankenhaus, ich und mein Körper können das alleine, ist für diese Frau eine Alleingeburt oftmals eine gute bzw. die einzige denkbare Alternative. Und dann gibt es natürlich auch die Frauen mit einem traumatischen Krankenhauserlebnis. Es gibt zwar Krankenhäuser und sogar ein Geburtshaus zur Auswahl, aber sie entscheiden sich dennoch bewusst für eine Alleingeburt. Sie möchten sich ohne fremde Einflüsse voll und ganz auf sich, ihren Körper und die Geburt konzentrieren können. Wie läuft eine Alleingeburt denn nun in etwa ab? Wie bereits erwähnt, steht die Bezeichnung Alleingeburt keinesfalls dafür, dass die Gebärende komplett alleine ist während der Geburt. Unter Umständen wünscht sie sich Gesellschaft. Spürt die werdende Mama nun, dass die Geburt losgeht, ist der Partner wahrscheinlich in der Nähe. Die Gebärende kann selber entscheiden, ob sie sich in einen anderen Raum zurückzieht oder ihren Partner um sich haben möchte. Der Ablauf ist zu Beginn der Geburt also derselbe wie bei jeder Krankenhausgeburt, nämlich zu Hause in der gewohnten Umgebung. Viele Frauen, die eine Geburt ganz ohne medizinische Begleitung planen, gehen hierbei sehr sorgfältig vor und planen in der Regel alles durch. Erste Hilfe für Säuglinge, bereitliegende Notfallnummern und ein gut instruierter Geburtsbegleiter. Denn auch eine Alleingeburtsmama möchte weder sich noch ihr Baby in irgendeiner Art und Weise gefährden oder gar in Lebensgefahr bringen. Je nachdem, wie die werdende Mama sich die Geburt nun vorstellt, bittet sie ihren Partner eventuell, einen vorher ausgeliehenen oder gekauften Geburtspool aufzustellen, um mit Wasser zu befüllen. Der Geburtsraum oder die Geburtsecke wird hergerichtet oder ist bereits bereit. Viele Frauen machen diesen Geburtsort mit Kerzen, Affirmationssprüchen, Lichterketten und Ähnlichem gemütlich und zu ihrem ganz persönlichen Rückzugs- und Wohlfühlort. Oder sie begeben sich erst einmal in die Badewanne. Auch hier gibt es die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden und entspannende Musik zu hören. Viele Frauen, die eine Alleingeburt planen, befassen sich in der Schwangerschaft sehr intensiv mit der Frage, wo ihr Baby in der Wohnung geboren werden soll und bereiten diese Geburtsecke oder das Geburtszimmer intensiv und liebevoll vor. Sie schaffen sich ihren geschützten Raum, ihre Geburtshöhle. Da die Geburt etwas sehr Sensibles ist und der weibliche Körper bei Störung der Geburt sofort mit der Produktion bestimmter Hormone aufhört, kann ein liebevoll hergerichteter, geschützter Ort die Geburten maßgeblich positiv beeinflussen. Egal ob an Land oder in der Badewanne oder auch im Pool. Die Geburt kann nun in ihrem Tempo ablaufen. In manchen Fällen mit dem Partner oder einer anderen Vertrauensperson im Raum oder in Rufweite. Die Gebärende kann in ihrer Geburtshöhle alles andere ausschalten und sich nur auf sich, ihren Körper, das Baby und die Geburt konzentrieren. Das Baby kommt dann schlussendlich, wenn es dazu bereit ist. Die werdende Mama kann selber entscheiden, ob sie den Muttermund während der Eröffnungsphase ertastet, ob sie vielleicht die Fruchtblase öffnet oder ob sie einfach ihrem Gefühl folgt und das tut, was ihr Körper gerade braucht. Wenn das Baby dann da ist, eventuell vom Papa aufgefangen, können Mama, Papa und der frisch geborene Neuzugang ganz entspannt und in Ruhe kuscheln und auf die Geburt der Plazenta warten. In dieser ersten Zeit nach der Geburt ist bei einer Alleingeburt natürlich noch einmal große Aufmerksamkeit wichtig. Der Zustand von Mutter und Kind, die Menge der Blutung und die Plazentageburt müssen beobachtet werden. Im Falle einer ungeplanten Alleingeburt trifft nun die Hebamme ein und übernimmt die Beobachtung des weiteren Verlaufes. Gibt es keine Hebamme, die nach der Geburt dazukommt, übernimmt der Partner oder die Mutter selbst diese Aufgabe. Auch die Einschätzung einer eventuellen Geburtsverletzung erfolgt durch Mama oder Geburtsbegleiter. Sollte ein Dammriss 2. Grades oder höher vorliegen, muss dieser eventuell doch von einem Arzt begutachtet und genäht werden. Geht es Mama und Baby gut, sind keine größeren Verletzungen zu versorgen und die Plazenta geboren, wird es Zeit, sich ins Bett zurückzuziehen und diese erste magische Zeit im Wochenbett als Familie zu genießen. Nachdem wir uns nun einen groben Überblick über die verschiedenen Arten der Alleingeburt verschafft haben, stellt sich abschließend die Frage, warum entscheiden sich manche Frauen ganz bewusst für eine geplante Alleingeburt? Haben sie keine Angst, dass etwas passiert, dass es Komplikationen gibt? Sind sie egoistisch und verantwortungslos? Der Beweggrund der meisten Frauen für die Alleingeburt und gegen eine Geburt in Begleitung einer Fachkraft ist in der Regel ein größeres Vertrauen in den eigenen Körper, als es durchschnittlich der Fall ist. Das Vertrauen in den eigenen Körper und auch die Intuition und die Verbindung zum Baby spielen hier eine große Rolle, aber oftmals leider auch das verlorene Vertrauen oder sogar ein Trauma durch eine medizinisch assistierte Geburt. Denn auch so etwas kommt leider vor. Frauen, die sich ihre Geburt im Krankenhaus ganz anders vorgestellt haben, ohne Intervention, ohne Druck, ohne einen möglichen Kaiserschnitt.
All das kann in der darauffolgenden Schwangerschaft dann dazu führen, dass diese Frauen einen so großen Wunsch nach einer entspannten Geburt haben, dass sie diesen Weg wählen. Denn hier wissen sie, dass es keinen Druck von außen und keine Intervention geben wird. Eine komplett selbstbestimmte Geburt. Frauen, die aus diesem Grunde den Weg der Alleingeburt wählen, beschreiben ihr Erlebnisse im Nachhinein als heilend und kraftgebend. Sie gewinnen das Vertrauen in sich und ihren Körper zurück, können mit ihrer vergangenen Geburt abschließen. Auch diese Frauen wissen selbstverständlich, dass eine Geburt unter gewissen Umständen Risiken birgt und dass man, wenn keine Fachperson da ist, noch aufmerksamer und sich dessen bewusst sein muss, dass man im vollen Umfang die Verantwortung für seine Entscheidungen, die eigene Gesundheit und die seines Babys trägt. Und dass man auch hier annehmen muss, wenn sich im Laufe der Geburt abzeichnet, dass man medizinische Hilfe benötigt. Ohne Wenn und Aber. Wie du siehst, gibt es bei der Alleingeburt viele verschiedene Variationen und Beweggründe. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video einige neue Informationen liefern. Falls dich das Thema noch umfangreicher interessiert, habe ich dir unten in der Beschreibung einige informative Bücher zum Thema verlinkt. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib dem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.